Avocados auf den Socken sind ja schon ziemlich cool. Aber ist es auch okay, Avocados zu essen? Mein Name ist Rahel und ich bin vom Zentrum der Gesundheit. Ich möchte heute mit euch das Thema Avocados besprechen. Denn in den Medien und besonders im Netz gibt es unglaublich viele Vorwürfe, bei denen die Avocado regelrecht zur Ökokatastrophe degradiert wird. Ob die grüne Butterfrucht das tatsächlich ist, das besprechen wir im heutigen Video. Die typischen Argumente gegen die Avocado sind, sie braucht unglaublich viel Wasser, muss aus fernen Ländern importiert werden und verbringt Zeit in energieaufwendigen Reifekammern, was bekanntlich alles schlecht für die Umwelt ist. Kritisiert wird an der Avocado also nicht, was in ihr drin steckt, denn ihre Fette und Vitamine sind äußerst gesund. In der Kritik steht vielmehr ihr Anbau in Übersee und alles, was damit zusammenhängt. An mancher Stelle heißt es, dass der Anbau von Avocados äußerst kompliziert sei, da man die Bäume unter anderem veredeln müsse. Allerdings gibt es heutzutage kaum noch Obstbäume, die nicht veredelt sind, zumindest nicht im kommerziellen Obstanbau. Wer also einen nicht veredelten, wurzelechten Obstbaum sucht, findet diesen nur noch in Spezialgärtnereien für Naturgartenliebhaber. Die Veredelung kann es also nicht sein, die aus dem Avocadobaum eine Ökokatastrophe macht. Dann wird bemängelt, dass es immer weniger, aber große Avocado-Farmen gibt, während viele kleine Betriebe aufgeben müssen. Auch das ist nicht das Problem, das allein mit dem Avocado-Anbau einhergeht, sondern ein Problem, das es wohl überall gibt. So gibt es immer weniger kleine Landwirtschaftsbetriebe, immer weniger Tante-Emma-Läden, immer weniger kleine Buchläden und so weiter. Das Lieblingsargument gegen die Avocado ist jedoch ihr angeblich so hoher Wasserverbrauch. Während 1 Kilogramm Tomaten im globalen Durchschnitt mit 180 Litern Wasser auskommt, 1 Kilogramm Salat mit 130 Litern, so braucht es für 1 Kilogramm Avocados 1000 Liter Wasser. Schaut man nun den Wasserbedarf anderer Lebensmittel an, so wird schnell klar, dass die Avocado alleine wegen ihres Wasserverbrauchs keine größere ökologische Katastrophe darstellt als zum Beispiel Apfelsaft oder Kuhmilch. Fleisch benötigt pro Kilogramm übrigens das 4- bis 15-fache an Wasser, also mehr als 15.000 Liter für 1 Kilogramm. Käse das 5-fache und Eier mehr als das 3-fache. Bei diesem Vergleich fällt es also nicht schwer zu beurteilen, welche Lebensmittelwahl die ökologischere ist. Sogar eine Tasse Kaffee aus 7 Gramm Kaffeebohnen benötigt 140 Liter Wasser und somit mehr als eine kleine Hass-Avocado. Dabei ist Kaffee im Vergleich zu Avocado kein Lebensmittel, sondern ein Genussmittel, das dazu noch aus den Tropen stammt und somit einen langen Transportweg hinter sich hat. Somit sollte aus Sicht der Avocado-Kritiker Kaffee alles andere als ökologisch vertretbar sein. In einem Artikel von Zeit Online vom Oktober 2016 befürchtet der Autor das Schlimmste, wenn jeder Mensch plötzlich anstatt zu Schweinefleisch und Butter zu Avocado greifen würde. Als verfügten Schweinefleisch und Butter über eine optimale Ökobilanz. Würde der Durchschnittsbürger nun statt seinen derzeit 40 Kilogramm Schweinefleisch 40 Kilogramm Avocado pro Jahr essen, so entspräche dies rein rechnerisch einer Wasserersparnis von 150.000 Liter Wasser pro Person und Jahr. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist es jedoch wenig sinnvoll, den Wasservergleich pro Kilogramm zu vergleichen. Denn nach 2 Avocados, 200 bis 400 Gramm, fühlt man sich ja schon fast satt. Nach 2 großen Tomaten oder einem Kopfsalat eher nicht. Besser sollte man den Wasservergleich daher pro Kilokalorie vergleichen. Dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann nämlich brauchen Tomaten 50% mehr Wasser als Avocados. Des Weiteren wird der Avocado der lange Transportweg vorgeworfen, den sie zurücklegen muss, bis sie schließlich im Ladenregal liegt. Da sie Stöße schlecht verträgt, benötigt die Avocado viel Verpackungsmaterial, was ihre Ökobilanz weiter verschlechtert. All diese Punkte treffen jedoch auf fast jedes Lebensmittel zu, das aus den Tropen nach Europa transportiert wird. Bei der Banane sieht der Aufwand in jedem Fall deutlich höher aus. Dies wird jedoch nicht so breit diskutiert, da man sich ja hier schon sehr an die Banane gewöhnt hat. Ein aktueller Blick in den Supermarkt, ob bio oder konventionell, zeigt überdies, dass Avocados meist unverpackt in kleinen niedrigen Pappkisten angeboten werden.
Die Kisten sind nicht einmal mit Kunststoffeinlagen gepolstert. Ja, manch Supermarkt bietet sogar Avocados im 400 Gramm Netz ohne jedes weitere Verpackungsmaterial an. Letztendlich ist es dann noch die Reifekammer, die aufgrund ihres Energieaufwandes massiv kritisiert wird. Dort verbringen manche Avocados, nämlich die mit dem Aufkleber Iss-mich oder Essreif, 6 Tage, bevor sie in den Supermarkt gelangen. Denn Avocados sind im Normalfall steinhart und benötigen ohne Reifekammer bis zu 2 Wochen, bis sie essbereit sind. Nun gibt es aber auch für andere Lebensmittel Reifekammern. Beim Rindfleisch spricht man fachmännisch vom Abhängen, wenn dieses in einer Reifekammer weilt. Und Kartoffeln und Äpfel liegen gar monatelang zur besseren Haltbarkeit in aufwendig klimatisierten Räumen. Bei der Avocado ist es also wie bei jedem anderen Lebensmittel auch. Man kann sie in ungeeigneten Regionen, in Monokulturen mit hohem Energieaufwand produzieren. Man kann sie jedoch auch in Regionen mit regelmäßigen Niederschlägen extensiv in Biomischkulturen ziehen. Welche Variante sich durchsetzt und ob man eine Avocado kauft, die bereits vorgereift ist oder eine, die man zu Hause reifen lässt, das entscheidet der Verbraucher, also wir selber. Natürlich muss auch eine Bio-Avocado erstmal transportiert werden. Doch wer generell Lebensmitteltransporte ablehnt, der gestaltet seinen Speiseplan sowieso nur aus saisonalen und regionalen Lebensmitteln, die er mit dem Fahrrad beim nächsten Hofladen einkauft. Dann sind natürlich nicht nur Avocados und andere Südfrüchte tabu, sondern auch Kaffee, Tee, Schokolade, Kakao und so weiter. Und da auch innerhalb Deutschlands und Europas tagtäglich Lebensmitteltransporte stattfinden, von den Viehtransporten ganz zu schweigen, grenzt das Kriterium „Ich esse nichts, das längere Strecken transportiert wurde“ die Lebensmittelauswahl enorm ein. Fleisch- und Milchprodukte kommen selbstverständlich sowieso nicht mehr in Frage, da das Futter, Soja und Mais, in den allermeisten Fällen aus Übersee stammt. Tierische Produkte toppen auch in Sachen Wasserverbrauch wirklich jedes andere Lebensmittel. Unser Fazit ist also, es gibt keinen Grund, die Avocado vom Tellerrand zu stoßen, insbesondere die Bio-Avocado. Das bedeutet nun nicht, dass man sie ab sofort täglich kiloweise isst. Aber hin und wieder eine Avocado kann man problemlos in den Speiseplan integrieren. Hier nochmal zusammengefasst meine 4 Tipps für einen ökologischeren Avocado-Einkauf. Nummer 1. Nicht täglich und bewusst genießen. Nummer 2. Bio-Avocados bevorzugen. Nummer 3. Avocados kaufen, die ihr zu Hause reifen lassen könnt. Nummer 4. Unverpackt einkaufen. So, das war's von mir. Das war tatsächlich das erste Infovideo in diesem geplanten Format. Wie war's für euch? Lasst es uns gerne wissen. Unten in den Kommentaren schreibt uns. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss!